Ja, herzlich willkommen zu einem neuen Video auf unserem YouTube-Kanal. Mein Name ist Thomas und ich habe heute Verstärkung mitgebracht. Zu meiner Rechten Sam, vielleicht besser bekannt als Raven the Pirate. Aber am besten, bevor ich zu viele Worte verliere, stell dich doch mal kurz selber vor. Ja, ich bin Sam, Raven the Pirate auf Instagram. Ich bin Fotograf, Videograf oder wie man so schön auf Neudeutsch sagt, Content Creator für die Messerwelt. Ja, ich habe das große Vergnügen, mit allen möglichen Firmen und Designern und Makern zusammenarbeiten zu dürfen. Und heute das große Vergnügen, mit euch ein paar Messer vorstellen zu können. Ja, ist ja für dich eigentlich fast ein ungewohnter Kanal. Du bist doch selber nur auf Instagram unterwegs, oder? Ja, also ich bin persönlich hauptsächlich auf Instagram unterwegs. Meine Arbeit für diverse Firmen findet man dann auf allen möglichen Kanälen. Aber ich selbst wirklich nur auf Instagram, ja. Ja. Wie kommt das? Also gerade TikTok ist ja die Plattform für die jüngere Generation. Ich selber muss auch sagen, ich bin zu alt. Ich habe da irgendwie keinen Zugang gefunden, weder privat noch für Böker bin ich jetzt hier TikTok-Key-User. Wie sieht's bei dir aus? Also du sagst es ja eigentlich schon, TikTok ist für die jüngere Generation, das schließt mich schon direkt mit aus. Aber nee, ich habe es tatsächlich versucht. Ich war genau eine Woche auf TikTok, bevor ich 3 Verwarnungen bekommen habe, weil ich Messer-Content poste. Oh, krass. Und da dachte ich ja, nee, bevor die mich rausschmeißen, gehe ich freiwillig. Ja, okay. Ja, schwieriger Start. Und YouTube, ich weiß, du bist ja richtig ins Real Game eingestiegen. Ne? Das stimmt, ja. Hast du eine Taktung, also einen Plan, wie oft, hast du ein Posting von einem Bild im Verhältnis zu einem Reel? Ich habe keine feste Taktung. Ich versuche mal 2 Reels die Woche rauszubringen und 3 Fotoposts. Ja. Manchmal klappt's, manchmal klappt's nicht. Ich mache auch relativ viel Social Media Marketing. Sprich, da sind auch, wenn gesponserte Posts damit dazukommen, dann haben die natürlich Vorrang. Ja. Und ansonsten bin ich auf YouTube aktiv, aber ich habe noch keinen YouTube-exklusiven Content. Also da findest du auch die Reels, die ich auch sonst auf Instagram produzierst die eher für Instagram und spielst sie dann auch auf YouTube aus. Genau, noch. Ja, ist, glaube ich, auch unser Plan. Ich weiß gar nicht, wie weit wir da sind. Wir haben ja auch doch einige Reels schon gemacht und der Plan war, glaube ich, in der Sommerpause die auszuspielen. Ich bin aber gerade nicht ganz im Bilde, wie gut das läuft. Ja, sehr schön. Spannend auf jeden Fall. Ja. Und ich muss sagen, allein 2 Reels die Woche. Ich meine, wie gesagt, wir haben auch schon ein paar produziert und das ja also ich muss ja mal sagen, ich habe ja den Luxus, dass ich dann doch in einem Team diesen Content kreieren darf. Wenn du das alles selber produzieren musst, ist natürlich auch sau viel Arbeit. Wobei, deine Frau sieht man ab und zu auch vor der Kamera. Das stimmt. Also ich habe sie am Anfang so ein bisschen gezwungenermaßen vor die Kamera gezogen, damit ich nicht alles alleine abdrehen muss. Aber mittlerweile hat sie so viel Spaß dran gefunden, dass sie von sich aus mit Ideen um die Ecke kommt und sagt, ja, hier, weißt du, was lustig wäre? Und ja, cool. Das ist schon ganz cool, ja. Das ist eine große Hilfe. Aber man muss auch dazu sagen, also ich mache das tatsächlich alles alleine, für den größten Teil. Hat auch den Vorteil, dass mir keiner sagt, dass es eine bescheuerte Idee ist. Also der ganze Schrott, den ihr online seht, das ist alles auf meinem Mist gewachsen. Ja, sehr schön. Also falls ihr den Kanal noch nicht kennt, checkt ihn bitte aus. Also es ist schon so, dass der Kanal uns seit wirklich vielen Jahren bekannt ist, wir auch echt seit einigen Jahren im Kontakt sind. Ja. Und ich weiß auch, da waren so ein paar Bilder, ich weiß gar nicht, ob man sagen kann, die sind viral gegangen, aber die haben auf jeden Fall ein großes Interesse an dir, an deiner Person, an deinem Kanal geweckt. Weil die auch, ich glaube, das war so der Start auch in deine Instagram-Zeit, dass du wirklich mit sehr, sehr aufwendigen und wirklich auch spektakulären Collagen doch für Furore gesorgt hast, ne? Kann man sagen? Ja, das freut mich auf jeden Fall zu hören. Ja, also ich habe einen großen Hintergrund, was Photoshop und Fotomanipulation angeht. Und dann war das so mein Einstieg, wo alle anderen noch irgendwie Handdumps und schnell hier den Snapshot im Handy gemacht haben, habe ich irgendwie riesig aufwendige Photoshop-Kompositionen gepostet und das hat mir relativ schnell relativ viel Aufmerksamkeit gebracht, wofür ich unendlich dankbar bin. Ja, sehr schön. Dein Kanal auf Instagram hat, glaube ich, über 40.000. 50.000. Über 50.000 Abonnenten. Damit bist du, glaube ich, von den deutschen Content-Creatern im Messerbereich auf Instagram doch ganz vorne mit dabei, oder? Das kann gut sein. Ich habe es nicht nachgeschaut. Ich möchte auch nicht meine Hand dafür ins Feuer halten, aber Ja, auf jeden Fall stark. Also ganz starke Arbeit. Wir arbeiten sehr gern mit dir zusammen. Wie gesagt, der Content ist wirklich erstklassig und deshalb schön, dass du heute mal hier bist. Mal nicht hinter der Kamera, sondern auch vor der Kamera. Ja, vielen Dank, dass ich hier sein darf.
Und wir wollen die Gelegenheit nutzen, wenn du schon hier bist, dann schauen wir uns auch gemeinsam ein paar schöne Produkte an. Gerne. Bevor wir jetzt uns auf die heiße Ware stürzen, natürlich noch Frage vorab. Pocket Check. Sam, was hast du heute einstecken? Ich bin, man mag es kaum glauben, aber relativ minimalistisch immer unterwegs. Ich habe ein Messer dabei und das ist das Urban Barlow. Moderne Interpretation von einem traditionellen Pattern, was ich sehr geil finde. Also der große Bolster, die Backe, die das Barlow so typisch macht, aber dann in einer neuen Interpretation mit modernen Materialien, in dem Fall Titan, gestrahlt, mit einem hohen Hohlschliff auf der Klinge und das Ganze umgesetzt als Frontflipper. Ja. Sehr, sehr gelungen, gefällt mir sehr gut. Größe ist auch perfekt so für den urbanen Alltag. Ja. Ja, sehr schön. Findet immer wieder den Weg in meine Tasche. Gefräster Clip, Titan-Clip, ja. Genau. Auf jeden Fall gute Wahl, würde ich sagen. Ich bin heute leider nochmal ganz unspektakulär unterwegs, aber ich habe schon ein paar Mal gesagt, ich bin da relativ treu meinem EDC. Das ist das Böker Plus Canoe. Ihr seht schon ordentlich Patina auf dem anodisierten Titangriff. Ja, ist einfach eins meiner Lieblingsmesser, trage ich einfach unheimlich viel. Von daher auch heute dabei. Okay, dann schauen wir mal, was wir hier auf dem Tisch haben. Ja, möchtest du anfangen? Gerne. Was schauen wir uns als erstes an? Lass uns doch direkt das Coffin anschauen. Ja, gute Wahl, würde ich sagen. Ja, also dem einen oder anderen mag das vielleicht schon bekannt sein. Ihr habt das bisher in der blauen Denim Mikata Version. Ganz genau, ja. Finde ich ziemlich cool. Ja. Also generell der Schritt, mehr Farbe zu zeigen, finde ich sehr interessant. Ja. Und macht einfach Spaß. Also weg von dem ganzen taktischen Schwarz oder Grau. Ja. Das macht sehr Spaß. Das wiederum in braunem Jute Mikata. Ganz genau, ja. Gibt dem Ganzen wieder so ein bisschen den traditionellen Touch zurück. Designs sehr schlicht. Durch die Ausfräsung auf der Seite hat es schon fast eine symmetrische Spearpoint-Klinge, ja. Was mir sehr gut gefällt. Umsetzbarer Clip. Da muss ich sagen, finde ich ziemlich geil gelöst. Dadurch, dass er von innen verbaut ist, hast du keine Ausfräsung auf der Seite. Ja, macht es auf jeden Fall viel attraktiver. Ich persönlich schraube den Clip nie um als Rechtshänder, also habe das Bedürfnis nicht. Und es ist natürlich dann schön, wenn die Sichtseite nicht durch eine Tasche, ich sag mal, verbaut ist. Das stimmt. Die Symmetrie, die du angesprochen hast, ich glaube, die ist von dem Designer Chuck Gedraltis auch bewusst gewählt. Wir hatten vorher auch einen Prototypen im Haus oder haben Customs gesehen, bei dem wirklich fast eine Deckerklinge verbaut wurde, natürlich nur einseitig geschliffen. Gefiel uns auch wirklich richtig gut, aber was man bedenken muss, die Klinge ist ja nicht wahnsinnig breit. Ich sag mal, die hat eine Breite von vielleicht 13, 14 Millimeter, was man jetzt so irgendwie so um die Kante. Ja. Und wenn ihr euch jetzt einen symmetrischen Anschliff vorstellt, dann ist die Klinge natürlich, ja, ich sag mal, schon fast in der Beilform. Ja. Du schaffst sie nicht mehr dünn auszuschleifen. Und gerade bei einem EDC, bei einem Slipjoin, möchtest du ja eigentlich schon auch diese Schneidfähigkeiten im Alltag erhalten. Das stimmt. Deshalb haben wir uns dann gegen die symmetrische, ja, eigentlich Deckerklinge entschieden. Das stimmt. Auch sehr schön, wie ich finde, der aggressive Stonewash rundum auf der Klinge als auch auf der Feder. Ja. Sehr gut gelungen. Genau. Ist, muss man sagen, konzeptionell auch eine Herausforderung für uns gewesen. Normalerweise, also wir achten ja sehr darauf, dass das Messer wirklich ganz sauber ausgemacht ist. Das heißt, es lässt sich hier kein Grad fühlen zwischen Rückenfeder und den Schalen. Und das ist in der Regel ein Problem. Wenn man es jetzt beischleift ganz sauber, dann ist das Stonewash-Finish nicht dahin. Das heißt, hier wurde erst die Kontur beigeschliffen, anschließend die Rückenfeder auch in dem Stonewash-Finish oder mit dem Stonewash-Finish versehen, wie auch die Klinge, und anschließend wieder montiert. Also das heißt, ein Riesenaufwand für diesen sehr schönen und homogenen Look. Preislich liegt bei 152,95 € und wie gesagt 100% Made in Solingen, Magna Cut Klinge mit umsetzbarem Clip. Dann würde ich sagen, schauen wir mal weiter. Ja, vielleicht wenn wir gerade bei traditionellen Pattern sind. Eins meiner Lieblingsmodelle immer noch. Gibt es ja schon eine Weile, aber ich finde es immer noch sehr, sehr geil. Ja. Das
Barlow oder BRLW. Ja, klar, wir sprechen Sparlow. Es soll ja dann, oder wir wollten durch die Namensgebung ganz klar zeigen, es ist eine neue Interpretation, es ist eine 2.0-Version, aber ja, 2.0 hinter einem Barlow wäre was langweilig gewesen. Deshalb BRLW, die Jüngeren unter unseren Zuschauern werden es verstehen. Vokale sind auch einfach teuer. Also Ist so, ja. einfach weglassen. Ja, auch hier eine moderne Interpretation von einem traditionellen Pattern. Wieder die große Backe. Und was ich sehr geil finde, die Holzmaserung eingefräst. Ja. Also es ist tatsächlich Titan. ein Stück Titan. Sieht tatsächlich aus wie 2 Teile, ist aber ein Stück. Sehr schön umgesetzt auf beiden Seiten. Ja. Und auch hier minimalistischer Flipper. Ja. Gefällt mir sehr gut. Und ich sagte da ja schon mal das Besondere, im geöffneten Zustand, der Flipper verschwindet komplett. War wirklich viel Arbeit, den so dezent unterzubringen und der funktioniert trotz der geringen Größe wirklich exzellent. Das stimmt. Ja. Auch hier mit Magna-Cut-Klinge liegt bei 229 € als Titan Frame Look. Genau, auch gefräster Clip und mit dem Baumlogo in der Klingenachsschraube. Und komplett gefertigt in Soling, sagt es. Genau, ganz genau, ja. Gut, gehen wir mal weg von den Produkten, die wir hier in Solingen fertigen, ein bisschen mehr hin in den Böker Plus Bereich. Da haben wir auch ein paar interessante Neuheiten auf dem Tisch. Was wollen wir als erstes greifen? Das ist mir vorhin schon ins Auge gesprungen. Das habe ich so noch nicht gesehen. Das ist das Friday. Auch wenn wir heute Dienstag haben. Von Alban Lehenry. Ich muss sagen, ich war da gar nicht so im Thema. Du hast einen interessanten, sag mal, Side-Fact irgendwie aufgedeckt. Ja, also die mich kennen, wissen, ich bin immer für nutzlose Fun-Facts zu haben. Und Alban Lehenry ist eigentlich Produktdesigner aus Paris, der Möbel macht. Also ich habe den angefangen zu googeln und habe irgendwie nur Tische und Stühle gefunden. Und dachte mir, das kann nicht der Richtige sein. Ja. Dann habe ich aber einen Artikel gefunden, in dem darauf eingegangen wird, dass das tatsächlich sein erster Versuch in der Messerindustrie ist. Ja. Und ja, so quasi sein Exkurs in die Messerwelt. Ja. Ich würde sagen, fragen wir doch mal die Community, wie gut ist ihm der Exkurs gelungen? Ich würde sagen, schreibt uns euer Feedback in die Kommentare und unter allen Kommentierenden verlosen wir gern eins dieser Modelle. Von daher lasst uns mal wissen, wie gut findet ihr diesen Crossover von Möbeldesign hin zu EDC-Foldern. Darf ich auch kommentieren? Ausnahmsweise ja. Ausstattung, vielleicht noch was zur Ausstattung des Messers. Wir haben eine Nitro V-Klinge und einen Edelstahl Framelock. Man glaubt es nicht, wenn man das Messer in die Hand nimmt, dass es wirklich ein Edelstahl-Framelock ist, weil es ist so leichtgewichtig. Ich wollte gerade sagen, das fühlt sich nicht nach Edelstahl an. Also das ist super leicht in der Hand. Ja. Also da muss unglaublich viel skelettiert sein auf der Innenseite. Ja. Also es sind halt ganz große Cutouts, der Framelock dementsprechend trotz der Materialwahl wirklich extrem leicht. Ja. Und von der Größe, ich finde, ein wirklich richtig schöner EDC-Folder. Also richtig schön führig, ist schlank. Mit einem Drahtclip, passt super zum Design. Und sehr auch funktionell auch, also minimal und funktionell. Ja. Und ich finde mal, bei Frontflippern ist wichtig, dass sie gut funktionieren. Ja. Ja, wir sehen, wir haben hier wirklich ausreichend Material, um ihn wirklich auch ganz knackig zu öffnen. Also das gelingt sehr gut. Was wir auch sehen, wir haben einen ganz hochgezogenen Flachschliff. Auch hier wieder finde ich ganz wichtig bei einem EDC wirklich eine sehr schneidfreudige Klinge. Das stimmt. Vor allem, wenn du so eine sehr schlanke Klinge schon hast, muss das, was du an Klinge verfügbar hast, auf jeden Fall performen. Ja, genau. Also das Friday vormerken, das nächste Wochenende kommt bestimmt. Also. Ja, sehr geil. Dann, ich glaube, grundsätzlich mit dem Designer hattest du auch schon mal Kontakt. Ist jemand, den du ganz gut kennst? Sag uns doch mal was, wer ist der Designer dieses guten Stücks? Wir haben das Keyhorn DC. Der Designer ist Lucas Burnley. Das erste Keyhorn, was ihr released habt in Titan, ist tatsächlich einer der ersten hochwertigen Messer, die ich mir jemals selber gekauft habe. Und über die Jahre, die ich in der Messerszene gearbeitet habe, habe ich mittlerweile relativ viel mit Lucas zusammengearbeitet. Und
hat sich auch eine gute Freundschaft entwickelt. Und also wir schreiben uns ab und zu und fragen uns, wie es den Kindern geht. Ja. Und deswegen ist es immer, alles, was aus dem Hause Burnley kommt, hat immer direkt meine Aufmerksamkeit. Ja, ich erinnere mich auch dran, also als wir eigentlich so erstmal ins Kontakt kamen, weiß ich auf jeden Fall, dass auch Burnley Designs, Burnley Folder auf jeden Fall schon entsprechend Stellenwert auf deinem Portfolio hatten. Auf jeden Fall. Programm. Und das war so ein bisschen auch der Einstieg irgendwo in unsere Zusammenarbeit. Ja, von daher freut es mich umso mehr, das Keyhorn wiederzusehen. Genau. Der eine oder andere wird sich wundern, das Keyhorn ist ja das Keyhorn DC seit ungefähr einem Jahr bei uns im Programm. Warum gibt es eine 2.0er Version? Was ist anders? Sicherlich nicht nur die blau eloxierten Elemente, sondern die Veränderungen liegen ein bisschen tiefer. Ihr seht vielleicht, dass es auf der Mitte der Schale jetzt eine Schraube gibt, die saß vorher hier oben. Und der Grund dahinter ist, dass wir den Liner weiter skelettiert haben, weiter verkleinert haben, nochmal um das Gewicht des Messers weiter zu reduzieren. Es war uns noch ein bisschen zu schwer und wir haben das Potenzial gesehen. Das Messer fühlt sich nicht schwer an. Wir sind jetzt so auf 89, 90 Gramm runtergekommen und ist nach wie vor eins meiner Lieblingsmesser im unteren Preisbereich von Böker Plus. Es hat eine tolle Größe, super funktional. Es ist eine D2-Klinge, ist dabei. Der Crossbar-Lock läuft wirklich ganz sauber. Also das war auch das Erste, was mir aufgefallen ist. Also alle Messer mit dem Crossbar-Lock haben ja eine gewisse Dicke aufgrund des Mechanismus an sich. Aber trotzdem wiegt das so gut wie gar nichts. Ja. Und jetzt, wo du es sagst, ist unglaublich viel skelettiert auf der Innenseite, das fällt mir auf. Der Liner ist sehr minimalistisch gehalten. Also es war schon vorher kein schweres Messer, aber dass ich es da tatsächlich geschafft habe, nochmal ein paar Gramm runterzunehmen. Ja. Nicht schlecht. Ja, das war einfach eine Modellpflege, die wir vorgenommen haben, weil wir sehen das Potenzial in dem Messer und wir wollten es einfach noch besser machen und haben die Chance gesehen. Wie gesagt, das ist die Keyhorn DC 2.0er Version und Sam, das ist das All Black, Keyhorn DC All Black, in dementsprechend komplett schwarze Hardware, schwarze Klinge, also auch natürlich eine ganz beliebte, Farbkombi. Passt perfekt zum Outfit. Ja. Preislich liegen die beiden Keyhorn DCs bei 41,95. Kann man nicht meckern. Ja, umsetzbarer Clip. Ganz genau. Die Keyhorn DCs sind vielleicht eine gute Überleitung, ohne zu viel verraten zu wollen. Aber wir arbeiten schon ein ganzes Weilchen auch zusammen, nicht nur an einer Kooperation, die vielleicht eine Media-Kooperation, ja, die vielleicht deine Reichweite beinhaltet, die vielleicht deine Content-Kreation beinhaltet, sondern wir hatten auch den gegenseitigen Wunsch, auch mal produktseitig was zusammen hinzukriegen. Wir nutzen die Gelegenheit auch des persönlichen Treffens, um da nochmal finalen Schluss am letzten Prototypen vorzunehmen. Aber ihr könnt euch schon mal darauf freuen, dass da was in der Pipeline steckt, was die eine oder andere Parallele zu den eben genannten Wurzeln vielleicht unserer Zusammenarbeit hat. Ich weiß nicht, wollen wir mehr verraten oder reicht das als Teaser? Ich glaube, das reicht. Ich glaube, wenn die Leute die Augen offen halten, dann wird vielleicht demnächst das ein oder andere verraten. Genau, deswegen haltet Sams Kanal im Auge. Sowieso folgt ihm gern für wirklich interessanten Content aus der Messerszene. Und wir freuen uns, dass du heute hier warst. Ich freue mich, dass ich hier sein darf. Und denkt an das Gewinnspiel. Fleißig kommentieren, grundsätzlich liken, kommentieren, abonnieren und wir sehen uns nächste Woche wieder. Ciao. Ciao.